Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich noch einmal die Festung Königstein. Speziell in diesem Video möchte ich euch gern die Friedrichsburg etwas genauer vorstellen. Hier fand das historisch bedeutende Treffen zwischen August dem Starken, dem Soldatenkönig, und Friedrich dem Großen statt. Der sächsische Kurfürst Christian I. legte 1589 den Grundstein zum Bau der Festung Königstein. Nach Entwürfen des Architekten Paul Puchner entstand als eines der ersten Gebäude ein achteckiger Renaissance-Pavillon, der nach dem Kurfürsten Christiansburg genannt wurde. Ab 1591 beherbergte das Erdgeschoss Kanonen zum Beschuss der Flanken des Königsteins. Die Schießscharten sind später teilweise vermauert und zu Fenstern umgebaut worden. Jedoch ist ihre ursprüngliche Funktion heute noch erkennbar. Im Obergeschoss fanden höfische Festlichkeiten statt. Ab 1694 regierte Friedrich August I., der Starke, das Kurfürstentum Sachsen. 3 Jahre später wurde er außerdem zum König von Polen gekrönt. Unter seiner Herrschaft kam es in Sachsen zu einer nie dagewesenen Form höfischer Prachtentfaltung. Die Bau- und Sammeltätigkeit, die Künste und die Festkultur erlebten eine Blütezeit, die auch auf dem Königstein Spuren hinterlassen hat. August der Starke liebte pompöse Auftritte und rauschende Feste. Mehrmals lud er zum Feiern auf den Königstein ein. An solchen Tagen zog eine riesige Kutschenkolonne von Dresden in die sächsische Schweiz. Im Jahr 1728 reichten 70 Pferde zur Beförderung der Personen und aller für das Fest benötigten Gegenstände nicht aus, sodass die Bauern der Umgebung 68 zusätzliche Pferde mit Wagen zur Verfügung stellen mussten. Da die Festung Königstein nicht darauf eingerichtet war, eine größere Gesellschaft zu empfangen, August der Starke aber auf die Annehmlichkeiten des höfischen Lebens nicht verzichten wollte, wurde so gut wie alles aus Dresden mitgebracht. Lebens- und Genussmittel, Möbel, Geschirr, Besteck, Zelte, Tischdecken, Schirme, Nachtstühle und vieles mehr gelangten mit großem Aufwand auf das Felsplateau. Im Sommer wurde sogar Eis zum Kühlhalten der Speisen nach oben befördert. Um diesen Aufwand etwas zu verringern, ließ der Kurfürst und König später ein festes Inventar anschaffen, das im Torhaus gelagert und vom Proviantmeister verwaltet wurde. So wie das Feiern lebte August der Starke auch die landschaftliche Lage des Königsteins. Sein Traum war es, eine prächtige Schlossanlage auf der Festung errichten zu lassen. Dafür fertigte er sogar eigenhändig Skizzen an. Doch es blieb, wie so oft aus Geldmangel, beim Projekt. Kurfürst Friedrich August I., genannt der Starke, setzte die Nutzung des Obergeschosses für höfische Festlichkeiten fort und ließ die Christiansburg 1731 barock umgestalten. Es entstand die doppelläufige Freitreppe, unter deren Vorbau die alten Renaissanceportale erhalten blieben. Im Erdgeschoss wurde eine Küche eingerichtet und das Obergeschoss zum barocken Spiegelsaal umgestaltet. Als Verbindung zwischen beiden Räumen gab es die Maschinentafel, einen Hubtisch, der in der Küche mit Speisen und Getränke gedeckt und auf ein Zeichen durch die sich öffnende Decke nach oben gefahren werden konnte. In den Jahren 1715 bis 1733 war der Generalleutnant Friedrich Wilhelm von Kiew
Kommandant der Festung Königstein. Bekannt für seine Gastfreundschaft und seinen geistreichen Humor, fand August der Starke in ihm den richtigen Partner, wenn es um die Organisation von Festlichkeiten und die Unterhaltung der Gäste ging. Zu diesen zählten unter anderem der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. von Preußen und dessen Sohn Kronprinz Friedrich, der spätere Friedrich der Große, die während ihres Aufenthaltes in Sachsen im Februar 1728 auch den Königstein besuchten. Nach den gemeinsam in der Christiansburg verbrachten Stunden war der Preußenkönig so begeistert von der Maschinentafel, dass er sich die Pläne geben und in seinen Schlössern 2 Hubtische nachbauen ließ. Zur Erinnerung an gemeinsame frohe Stunden, sicherlich auch mit köstlichem Wein aus dem Riesenfass, benannte August der Starke später den Pavillon in Friedrichsburg. (1744) wurde das Gebäude mit der Maschinentafel durch Blitzschlag teilweise zerstört und erst gut 20 Jahre später, allerdings ohne Hubtisch, wieder aufgebaut. Die bekannteste Legende der Festung Königstein geht auf eine wahre Begebenheit zurück. Während eines rauschenden Festes in der Christiansburg im Jahr 1675 trank der Page des Kurfürsten Heinrich von Kronau zu viel Wein. Er wurde müde und suchte einen Platz zum Schlafen. Dabei geriet er im Erdgeschoss an eine Schießscharte, die damals noch bis zum Fußboden reichte, kroch hindurch und legte sich auf dem äußeren Fenstersims schlafen, ohne zu wissen, dass seine Füße über einem 40 Meter tiefen Abgrund hingen. Am nächsten Morgen entdeckten ihn 2 Kanoniere und meldeten dem Kurfürsten die missliche Lage des Pagen. Johann Georg II. Ließ den schlafenden Pagen mit Seilen festbinden, damit er nicht abstürzen konnte, und ihm dann mit Pauken und Trompeten zur Belustigung der Hofgesellschaft wecken. Der Mauervorsprung vor der ehemaligen Schießscharte heißt seitdem das Pagenbett. Gegenüber liegt der Lilienstein und die Ebenheit, auf der 1756 zu Beginn des Siebenjährigen Krieges die sächsische Armee von der preußischen gefangen genommen wurde. 1813 hat Napoleon dort ein befestigtes Heerlager errichten lassen. In diesem und dem angrenzenden Raum waren seit dem frühen 18. Jahrhundert die Königszimmer untergebracht, in denen sich August der Starke und seine Nachfolger aufzuhalten pflegten. Von hier aus konnten sie direkt hinüber in den Johannissaal gehen. Der ehemalige, heute vermauerte Durchgang dorthin wird von 2 überlebensgroßen gemalten Schweizer Gardisten bewacht. Die 4 Halbfigurenporträts in diesem Raum hingen ursprünglich nebenan im Johannissaal und zeigen sächsische Generäle. Sie waren Teil einer großen Porträtgalerie, mit der der Raum seit dem 17. Jahrhundert geschmückt war, weshalb man ihn auch Heldensaal nannte. Dieser Raum wurde im frühen 18. Jahrhundert als kurfürstlich-königlicher Speisesaal genutzt. Der Ofen und die Reste der Wandmalerei gehören noch zur ursprünglichen Ausstattung. Der Fund des Ofens war eine kleine Sensation. 2012 wurden bei Sanierungsarbeiten in der Schüttung unter den Dielen Hunderte von Keramikscherben gefunden. Ein Restaurator hat sie in mühevoller Arbeit wieder zusammengesetzt. Die blaue Farbglasur auf hellem Grund entspricht ganz der Mode des 18. Jahrhunderts.
1725 richtete August der Starke auf dem Königstein ein Fest aus. Unter den Gästen befand sich auch die Gräfin Anna Caroline Orselska, seine uneheliche Tochter aus der Verbindung mit einer bürgerlichen Französin. August liebte die schöne und kluge Anna Carolina so sehr, dass er sie an seinen Hof holte und in den Adelsstand erhob. 3 Jahre später empfing August der Starke den preußischen König Friedrich Wilhelm I. auf dem Königstein, den sogenannten Soldatenkönig. In der dargestellten Szene weist August dem Preußenkönig den Weg zum Johannissaal. Sachsen hatte im 18. Jahrhundert keine große Armee. Der Nachbar Preußen aber war gut gerüstet. Deshalb verbündete sich Sachsen heimlich mit Russland, Österreich, Frankreich und Schweden. Friedrich Wilhelm Menzel war damals Schreiber in der sächsischen Regierungskanzlei. Eines Nachts schrieb er die geheimen Bündnisverträge ab und verkaufte die Kopien an den preußischen König. Zur Strafe verbrachte Menzel den Rest seines Lebens, 33 Jahre, als Gefangener auf dem Königstein, davon 21 Jahre in eisernen Fußfesseln. Der Preußenkönig Friedrich der Große wusste nun von dem Militärbündnis gegen ihn. Um den Feinden zuvorzukommen, fiel er im August 1756 mit seiner Armee in Sachsen ein und begann einen Krieg, der 7 Jahre dauern sollte. In unruhigen Zeiten diente die Festung seit dem Dreißigjährigen Krieg als sicherer Auslagerungsort, unter anderem für die Dresdner Kunstsammlungen. Oft wurden im Kriegsfall Teile des Grünen Gewölbes, der Gemäldegalerie, der Gewehrgalerie, aber auch der geheimen Archive und des Staatsschatzes in Kasematten oder Pulvermagazinen aufbewahrt. Speziell zur Unterbringung des sächsischen Staatsschatzes entstand auf Betreiben des sächsischen Finanzministeriums 1855 das Schatzhaus. Wie ein Pulvermagazin des 18. Jahrhunderts erbaut, hat das Gebäude ein bombenfestes, bis zu 1,20 Meter starkes Gewölbe und bis zu 1,80 Meter dicke Mauern, die zum Schutz vor Funkenflug bei einem Brand mit verwinkelten Belüftungskanälen versehen sind. Die Fenster an den Giebelseiten schützten eiserne Gitter und Läden. Den Eingang sicherten ehemals 2 Stahltüren mit mehreren Schlössern. In der Diele des Erdgeschosses befinden sich 4 Luken, die den Zugang zum Keller ermöglichen. Dort wurden gemünzte und ungemünzte Edelmetalle gelagert. Eine Schienenanlage mit kleinen Wagen erleichterte den Transport der schweren Geldfässer. Mit diesem wunderschönen Hintergrund, den Lilienstein, möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun spannende Eindrücke über die Friedrichsburg erhalten. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!